Und habe dann eigentlich für mich persönlich angefangen zu nähen, um eben halt für mich selber eine gescheite Ausrüstung zu machen. Das ist dann eben halt von Kameraden aufgegriffen worden, die halt gefragt haben, ob ich denn auch was machen kann. Und eines der ersten Produkte war ein Gürtel. Und als Verschluss habe ich einen Austria-Alpin Cobra-Buckel genommen, der war auch schon ablegereif, der war aus dem alten Sicherheitsgeschirr. Und so ist dann der erste Gürtel entstanden. Also die Firma MD Textil ist 2013 von mir gegründet worden im Nebengewerbe, ein bisschen als Hobby, sage ich jetzt mal. Warum habe ich das gemacht? Habe eben halt einen Hintergrund bei der Bundeswehr und hatte dort festgestellt, dass an vielen dienstlichen Material doch Verbesserungspotenzial besteht und habe dann eigentlich für mich persönlich angefangen zu nähen, um eben halt für mich selber eine gescheite Ausrüstung zu machen. Das ist dann eben halt von Kameraden aufgegriffen worden, die halt gefragt haben, ob ich denn auch was machen kann. Und eines der ersten Produkte war ein Gürtel. Den hatte ich damals aus Kfz-Gurtband gemacht, von einem alten T3-Bus. Und als Verschluss habe ich einen Austria Alpin Cobra-Buckel genommen. Der war auch schon ablegereif, der war aus dem alten Sicherheitsgeschirr. Und so ist dann der erste Gürtel entstanden. Und mittlerweile macht MD Textil spezialisierte Lösungen für Sondereinheiten. Also wir haben uns auf diesen kleinen Bereich der Spezialeinheiten fokussiert und gehen dort auf die kleinen Mengen und auf die spezialisierten Lösungen. Also wir unterscheiden unsere Gürtel in zwei Kategorien grundsätzlich. Dienst- und Arbeitsgürtel im Prinzip und Freizeitgürtel. Das ist so die Hauptunterscheidung. Und der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Produktgruppen liegt in der Breite der Gurtbänder. Alles, was für einen Dienst bestimmt ist, ist bei uns immer aus einem 43 mm breiten Typ 7 Gurtband. Das Gurtband lassen wir in Deutschland weben nach unseren Spezifikationen und hat eine Bruchlast von 28 kN. Und für den Freizeitbereich verwenden wir 40 mm Bänder. Die werden ebenfalls in Deutschland gewebt. Die sind an die Bundeswehr TL 8305 angelehnt. Genau, das ist der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Produktkategorien. Und dann sieht man das auch schon hier in der Breite der Verschlüsse unterscheidet sich das ganz stark. Also in den Dienstgürteln eben halt diese 43 mm Pro-Style Cobra und in den 38 mm Gürteln dann entsprechend das kleinere Modell. Eine Cobra, das hat eigentlich so zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, also jetzt gerade hier, da könnte man jetzt diskutieren, warum in einem Freizeitgürtel eine Cobra einbauen. Da brauche ich ja gar keine Bruchlast. Die Cobra ist einfach schnell und bequem zum Öffnen. Ich muss nicht permanent meine Größe einstellen. Ich stelle einmal die Größe des Gürtels ein und kann je nach Auf- und Zuklicken, wie ich lustig bin. Ich kann den Gürtel mit relativ viel Material behängen, ohne dass das Gurtband durchrutscht. Also ich habe einfach einen vernünftig stabilen Gürtel. Also da macht es auch im Freizeitbereich für mich durchaus Sinn, mit einer Cobra zu arbeiten. Und im Bereich der Dienstgürtel, da gibt es ja auch noch den Charme, dass wir eben halt hier die FX-Cobras haben mit dem D-Ring drin, die dann im Prinzip mit 18 kN Bruchlast daherkommen. Das heißt, damit können wir jetzt Gürtel bauen. Also jetzt das Modell hier hat jetzt im Ring gezogen dann eine Bruchlast von 32,5 kN. Und das geht nur mit einer Cobra. Also mir wäre jetzt kein anderer Verschluss bekannt, der diese Funktion hier mit der Bruchlast in irgendeiner Form kombiniert bekommt. Das sind jetzt alles Polyamid-Gurtbänder als Rohware, das ist ein PA66. Wie gesagt, alle werden in Deutschland gewebt. Also wir haben da eine Produktion, die sitzt oben bei Gütersloh, das ist die Firma Güth und Wolf, die sind da relativ bekannt, ist eigentlich der Marktführer in Deutschland für Gurtbänder. Und dort lassen wir diese eben halt nach unseren Spezifikationen weben und auch färben. Und dann haben wir halt manche Modelle, so wie jetzt eben halt hier, das ist der Jetbelt Hybrid, die halt dann oben Hybrid deswegen, weil er aus zwei verschiedenen Rohmaterialien besteht. Und zwar einmal ein Typ 7 Gurtband oder zwei Lagen besser gesagt und auf der Außenseite ist Palstex Laminat verarbeitet, um den Gürtel Molle kompatibel zu machen. Also das Top-Produkt wäre in dem Fall der Jetbelt Hybrid definitiv von uns. Der besteht aus zwei Lagen Typ 7 Gurtband. Das ist mit einem speziellen Resin nochmal behandelt, dass es besonders steif wird. Also der hat eine ganz gute Eigensteifigkeit schon. Auf der Oberseite haben wir dann Palstex-Laminat. Das ist gelasercuttet, sodass ich hier Molletaschen anfädeln kann. Und hier ist die Besonderheit, diese kleinen Reihen hier oben. Dadurch kann ich wirklich hin und her fädeln an der Tasche. Also die meisten Gürtel in dem Bereich, die sind einfach nur vertikal abgenäht. Und da fehlt mir die Option, quasi hin und her zu fädeln. Das ist bei dem Modell halt möglich. Wir haben uns hier bewusst für die D-Ring Cobra entschieden, in 45 mm Breite.
weil wir hier eine möglichst hohe Bruchlast erreichen wollten, damit dieser Gürtel im Prinzip auch zur Notsicherung herangenommen werden kann. Und wir werden jetzt in 2020 eine Zulassungserweiterung für unser modulares Gurtsystem machen. Das heißt, dieser Gürtel wird jetzt nach EN 358 auch als Rückhaltegurt zertifiziert von uns. Also in der praktischen Anwendung sieht das Ganze dann so aus. Der Jetbelt Hybrid hat Hakenklett auf der Innenseite vernäht. Dadurch kann ich den auf Untergürtel ankletten eben halt, sodass der Gürtel nicht verrutscht, wenn ich jetzt die Waffe ziehe zum Beispiel, dass der einfach in Ort und Stelle bleibt. Außen das Molle-System. Über das Molle-System kann ich dann verschiedene Taschen im Prinzip anbringen. Das Erste-Hilfe-Kit, ein Abwurfsack, Magazintaschen, was auch immer. Also ich bin da komplett individuell in der Gestaltung. Der D-Ring, da haben wir dann im Prinzip zwei Optionen. In der zertifizierten Variante kann man ihn dann eben halt als Anschlagpunkt nutzen. Der ist dann nach EN 358 auch als ÖSE eben halt zugelassen. Jetzt für den Freizeitbereich ist es dann tatsächlich eher so, dass die Hundeleine die klassische Anwendung ist. Wenn ich da mit dem Hund gehe, kann ich eben halt meinen Hund auch hier vorne am D-Ring eben halt anschlagen, um die Hände frei zu haben. Hier haben wir das modulare Gurtsystem MGS. Basis dafür ist der Jetbelt MGS. Der ist nach EN 358 als Rückhaltegurt zugelassen und in Kombination mit einer Rückenstütze auch als Haltegurt. Der Gürtel kann dann aufgerüstet werden mit den Beinschlaufen MGS zum EN 12-77 Typ C Sitzgurt. Über den Brustgurt MGS können wir dieses System dann wieder erweitern, um dann einen EN 12-77 Typ A Komplettgurt herzustellen, beziehungsweise einen Auffanggurt nach EN 361. Deswegen haben wir hier oben eine zentrale Anseilschlaufe, über die wir die Kraft in das System eben halt einleiten können. Beim Jetbelt MGS ist das Hauptfeature eigentlich, dass er auch als Bekleidungsgürtel genutzt werden kann, also unabhängig der Zertifizierung als Rückhaltegurt, kann er auch einfach in der Bekleidung oder über der Bekleidung als Ausrüstungsgürtel getragen werden. Wir haben uns hier für eine FX Cobra entschieden, weil wir dadurch eine Grundbruchlast von über 32 kN des Gürtels eben halt einfach gewährleisten können. Die Norm fordert 15 kN Bruchlast, sodass wir hier das Doppelte an Sicherheit haben. Die FX Cobra hat hier vorne einen D-Ring verbaut. Den D-Ring nutzen wir, um Anschlagmittel oder Verbindungsmittel befestigen zu können. Sie kann natürlich auch genutzt werden, um eine Hundeleine zu befestigen, sonstige Ausrüstung einhängen, mal eben einen Karabiner zwischenparken, den ich gerade nicht brauche, den kann ich hier mal eben einhängen, also wie eine Materialöse. Der Gürtel wird dann mit den Beinschlaufen MGS aufgerüstet. Die Beinschlaufen haben auch wieder das Feature, dass wir hier eine Pro-Style Cobra verbaut haben, sodass ich die Beinschlaufen anlegen kann, unabhängig davon, wie stark befüllt meine Beintaschen sind. Also ich muss nicht erst irgendwo in einen Gurt reinsteigen, sondern kann den Verschluss mal eben schließen. Die Anseilschlaufe hier wird auch einfach nur auf den Gürtel drauf geschoben. Die ist nicht fest mit dem Gürtel vernäht, also die Anseilschlaufe ist direkt an den Beinschlaufen mit befestigt. Und wir haben hier zur körperseitigen Identifizierung eine rote Naht aufgebracht, sodass der Anwender auch direkt weiß, welche Richtung zum Körper zeigen muss, damit die ganzen Verschlüsse auch da sitzen, wo sie eben halt sitzen sollen. Die Beinschlaufen MGS werden dann mit dem Stratus-Karabiner hier, mit dem Brustgurt MGS verbunden. Das ist hier die Anseilschlaufe, die läuft jetzt hier oben hinter der Ausrüstung im Prinzip lang, kommt hier oben wieder raus. Das heißt, hier oben ist die zentrale Anseilschlaufe für das System. An den Schultergurten setzen wir FY 25 Pro-Style Cobras ein. Durch das schmale Gurtband sind wir in der Lage, den Brustgurt nachträglich auch in ballistische Schutzwesten zu integrieren. Der umlaufende Brustgurt hat 43 mm Breite. Auch hier haben wir dann wieder eine Pro-Style Cobra verbaut, sodass wir mit einem einheitlichen und vor allem miteinander kompatiblen System im ganzen Gurtsystem arbeiten. Hier oben über die zentrale Anseilschlaufe können wir den Schwerpunkt des Anwenders optimal verlagern, sodass wir den eben halt hier oben haben, wo jetzt das Hauptgewicht liegt durch die ballistische Weste. Angeschlagen werden können die Abseilgeräte dann zum Beispiel über den 50-50 Karabiner, der den Charme hat, dass er eben halt zwei separate Kammern hat, die ich unabhängig voneinander öffnen kann und eben halt super schnell mein Gerät anschlagen kann. Beim Diensthundegeschirr MGS setzen wir wieder auf die Pro-Style Cobra. In dem Fall ist es die FY 38 mm, die wir hier für die Umfangsgurte an Brust und Bauch eben halt nutzen. Für die Verstellung der Schultergurte nutzen wir den Cobra Frame. Und für das Schließen der Beingurte nehmen wir die FM Cobra in 25 mm Breite. Vorne auf der Brust im Sternum haben wir
den ANSI-Ring verbaut. Der dient dazu, dass die unterschiedlichen Winkel, die die Schultergurte einnehmen, bei der vertikalen Verbringung oder bei horizontaler Belastung, dass die ausgeglichen werden können. Bei unserer Diensthune-Serie haben wir wieder eine Vielzahl von Austria-Pin-Produkten in Verwendung. Beim Arbeitshalsband zum Beispiel die FX45, wieder aufgrund der hohen Bruchlast natürlich und weil wir hier direkt diesen integrierten D-Ring haben. Das ist gleichzeitig für uns der Einschlagpunkt für die Leine. Wir haben jetzt hier oben einen Hetzgriff aus verstärktem Gurtband. Da sind Magnete eingebaut, sodass sich dieser Griff bei Nichtgebrauch einfach an die Halsung wieder ranfaltet. Auf der Oberseite des Geschirrs haben wir diverse Schlaufen angenäht. Alle Schlaufen sind tragend ausgeführt, sodass ich die auch alle gleichermaßen belasten kann. Die Schlaufen dienen einmal dazu, die Führleine an sich aufzunehmen oder eben halt auch das tatsächliche Anschlagmittel, mit dem der Hund dann halt am Seil angeschlagen wird. Wir haben im hinteren Bereich nochmal separate Beinschlaufen, die abgesetzt befestigt werden. Auch hier ist nochmal ein Aufnahmepunkt vorhanden, um die Hüfte von der Höhe her regulieren zu können, damit die nicht zu stark absackt beim Abseilen. Wenn man die Beinschlaufen jetzt nicht mehr braucht, kann man die über die FM-Cobras extrem schnell auch wieder vom Geschirr entfernen und hat jetzt wieder ein reines Arbeitsgeschirr zur Verfügung. Um die Qualität unserer Produkte garantieren zu können, haben wir eine eigene Produktion hier bei uns im Haus. Vom Wareneingang der Rohwaren über die Konfektion und den Zuschnitt mit dem Laser bis hin zum Fertigverarbeiten der Produkte und das Verpacken der Ware findet alles hier bei uns im Haus statt. Durch diese Punkte können wir sicherstellen, dass unsere Produkte immer 100% unserem Qualitätsstandard entsprechen. Um die außergewöhnliche Festigkeit unserer Gürtel zu erreichen, setzen wir im Bereich der Nahtechnik auf CNC-Automaten. In dem Fall des Herstellers Brother. Die Werkzeuge dafür, die fertigen wir selber. Wir haben eine eigene Laserschneidanlage, mit der wir in der Lage sind, angepasste CNC-Werkzeuge für diesen Automaten zu machen. Ich zeige euch jetzt mal am Beispiel vom Jetbelt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier eine Aussparung unten im Werkzeug, die symmetrisch genau auf die Cobra passt, sodass wir das Gurtband hier einlegen können. Die Cobra dann an der richtigen Stelle arretiert und der Automat dann mit den beiden Oberwerkzeugen dieses gesamte Paket im Werkzeug fixiert, sodass wir keine Probleme haben, wenn der Automat gleich näht, dass sich das Gurtband verschieben kann oder verrutschen kann. Wir nähen jetzt gleich das Nahtbild vom Jetbelt MGS. Das ist ein Kreis mit einem Strich in der Mitte. Das dient dazu, bei dem Gurtsystem müssen wir Kräfte aus unterschiedlichen Richtungen aufnehmen. Also im Prinzip 360 Grad. Nicht so wie sonst im Gürtel, dass es halt linear verläuft. Und dafür brauchen wir einfach ein rundes Nahtbild, dass die Kräfte aus allen Richtungen gleichmäßig im Gurtband sich verteilen können.